Hallo! Hallo. Schönen guten Tag, wir sind's, Pitted Studio TV. Ja. Und heute wird's riesig. Riesengroß. Riesig wird's heute. Open World, die ganze Welt, offen und RPG und Gedöns. Ja. Wieso und warum? Warum ist das so spannend? Weil sehr viele danach gefragt haben immer. Weil Open World ja doch schon so ein Ding ist immer sehr oft diskutiert und schaut man, es hat nicht doch besser anders zu machen, vielleicht doch linearer und so weiter. Und da wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, Das ist ein total spannendes Moloch-Thema. Moloch, da kann man drüber quatschen, bis man schwarz ist, so wie wir. So, ne? Ja, warum macht man überhaupt Open World? Open World ist eine Sache, die ist halt der realen Welt sehr ähnlich. Du kannst halt alles machen, ist irgendwie cool. Den Spieler in der Waschwanne rumlaufen zu lassen, fanden wir nie sexy. Ne? Das heißt also, dass du vorgefertigte Wege bekommst und dass du halt immer genau den Weg lang musst und so weiter. Auf der anderen Seite bei der Produktion ist sowas natürlich sehr viel einfacher zu machen. Warum? Wir hatten immer eine Open World und da ist es so, du weißt nie, mit wem er als erstes spricht, der Charakter. Wenn du es in der Reihe schaltest, dann weißt du, welche Sachen du voraussetzen kannst. Aber bei einer Open World eben nicht. Ne? Man kann über Freund und Feind hinweg irgendwie zum Bäcker da hinten in der nächsten Stadt gehen und so und mit dem reden und die Story und die Geschichte und die Welt und so muss trotzdem funktionieren. Das ist eine Herausforderung, weil man weiß gar nichts, dann rennst du in der Gegend rum und so, warum mache ich den Mist hier eigentlich? Ist dann die Gefahr, die besteht, wenn man eine Open World macht. So, ne? War aber für uns trotzdem interessanter, den Spieler, sag ich mal, die Freiheit zu geben, zu tun, was er gerne möchte. Ja? Und das bedeutet auch, dass der Spieler stundenlang Dinge tun kann, die wir überhaupt nicht geplant hatten. So, ja. Oh, ich gehe mal Blümchen pflücken. Kann er machen. Ne? Wollten wir vielleicht nicht. Dass er vielleicht auch mal irgendwann mal ein Stück Geschichte macht oder irgendwie so ein Krei. Aber der hat Bock auf Blümchen pflücken. Ich habe so schön Blümchen gemacht. Da geht er Blümchen pflücken. Ne? Da haben wir mal so ein Zeug gehabt. Oder Monster schnetzeln und so, ne? Und XP sammeln erstmal, bevor man in die erste Stadt geht, weil wenn du in die erste Stadt gehst, so, da sind dann sehr viele Leute und so, dann ist erstmal dieser Effekt so, oh, jetzt muss ich mich erstmal hier durchquatschen. Okay, fängst du an mit dem ersten so, ja? Und also Open World mit Ballungsgebieten und so, die sind ja nicht überall homogen verteilt, so wie eine Gießkanne, sondern du hast ja auch so Spots und so, ne? Und die Spieler, die haben halt sehr unterschiedliche Eigenschaften. Die wissen, also wir als Entwickler, wir wissen überhaupt nicht, was macht der Spieler jetzt eigentlich. Ne? Es gibt Socializer, es gibt den Killer, dann gibt es den Explorer, dann gibt es den Achiever, so, um die großen Spielertypen mal abzuhandeln, so, ne? Socializer redet gerne. Das heißt, der möchte gerne lieber in die Stadt gehen und möchte da alle durchquatschen und so. Oh, ist keiner mehr zum Quatschen, schade. Ein Killer, der rennt draußen rum und macht Monster platt. Und der Typ, der als Türsteher da steht, du siehst scheiße aus, du kommst hier nicht ran, kriegt erstmal auf die Fresse. So, das ist der Killer. Ja? Dann gibt's den Explorer, der rennt überall in der Gegend rum. Oh, weißt du, du kommst in einen Raum rein, da sitzt eine Person auf einem Thron, will gerade Luft holen. Och, guck mal, ein Feuerlöscher. Och, guck mal da ist noch irgendwas drin. Wuschelt der in der Schränke rum, während der König auf seinem Thron sitzt und wartet, angesprochen zu werden. Das ist der Explorer. Ja, und dann gibt's dann noch den Achiever, ja, der will von allem das Beste sein. Für den sind Arenen zum Beispiel ziemlich gut. So, aber was hier, das sind starke Krieger, denen zeige ich mal was. Mit einem Popolappen und einem kaputten Nagel oder was, gehe ich da hin und mach die alle platt. Und dann macht er das. Dann fängt er an mit Level 0 oder 1 oder was, ne, und dann geht er da hin und dann versucht er dann irgendwie, oder mit der Faust irgendwie gegen den Troll, ihr kennt das noch von Gothic so, ja, ne, das sind Achiever, die sowas machen. Stundenlang rennen die um den Troll drum rum und hauen den immer auf den Hintern, so, bis der dann platt ist. Das sind Achiever. Das heißt also, für jede Art von Spieler ist dieses Spiel dann gemacht, so, ja, und jeder sucht das aus. Es gibt auch Leute, die unbedingt irgendwie so sandboxig Dinge prötteln wollen, so, ne, dieses Survival kommt daher. Das heißt, ne, so hat sich daraus entwickelt, so Survival-Spiel, dass du dann irgendwie Sachen zusammenpröttelst und dein Haus baust und solche Dinge, ja. Und jeder Spieler, der sich so ein Spiel anguckt, hat einen anderen Blickwinkel darauf, ne, auf dieses Open-World-Ding. Und das ist natürlich super herausfordernd. Ich nenne das immer gerne Masochismus, ja, weil dieses Spiel einfach alles können muss. So ein Open-World-Rollenspiel, ja.
Es muss irgendwie Shooter-Elemente haben, es muss Dialoge haben, es muss irgendwie spannend sein von Anfang bis zum Ende, es muss alles, was man sich von Knobelspiele, Händlerinventar, am besten noch Typen in der Gegend rum, strategisch irgendwie ein bisschen aufbauen und so, da kannst du dich austoben bis zum Ende mehr. Und wir haben halt auch versucht, immer so sehr viele von diesen Elementen einzubauen. Vielleicht kann man mal 2 Beispiele nennen, damit ihr eine Vorstellung habt, warum das überhaupt Probleme macht, ja, so eine Art Spiel zu bauen. Zum Thema Waschwanne finde ich total schön. Also 3 Sachen fallen mir gleich ein. Das erste ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich baue die AI ein. Also, wie reagieren die verschiedenen Charaktere oder Monster auf das, was ich tue? Dann haben wir zum Beispiel früher mal erlaubt, dass man zum Beispiel irgendwie ein Monster antitschen kann. Und wenn ich das dann irgendwo hinlocke zu anderen NPCs, dann helfen die mir. Es gibt Spiele, die erlauben das nicht. Die sagen zum Beispiel, hier ist ein Hub, da kann man nur kämpfen. Wand, hier ist ein Hub, da kann man nur reden. Und die mischen das nicht. Ja, warum machen die das nicht? Warum kann man nicht einfach die Monster irgendwie in die Stadt durchschleusen oder so? Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Erstens muss jeder adäquat darauf reagieren. Es ist also extrem buganfällig, dass das auch funktioniert, die plausibel reagieren, nicht irgendwelche total cringen, super schrägen Situationen dann zustande kommen und so weiter. Dann kommt als nächstes, dass häufig Spiele zum Beispiel auch möchten, dass irgendetwas cineastisch aufgebaut ist. Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Witcher irgendwo langlaufe und ich laufe in einen Dialog, dann kann es sein, dass der auch gestaged ist. Also dass ich quasi die Szene für die Spielerschaft vorm Bildschirm so darstelle, dass ich sage, okay, hier steht jetzt die eine Figur, hier steht die andere Figur, die Kamera ist hier, die sind alle fix, die sehen alle toll aus, die sind super beleuchtet und so. Und dann denkt man, boah, was für ein wunderschöner Dialog, wie geil sieht das denn aus? Und bei uns ist es so, dass das Spiel die Freiheit hat, dass man, egal wo man ist, jeden, der auch noch Tagesabläufe hat, da geht einer gerade irgendwo die Rampe runter irgendwie und ich laufe dran vorbei und quatsch den an, weil ich habe den in den Fokus gekriegt. Und dann richten die sich nicht erstmal aus und stellen sich irgendwie hin und dann kommt irgendwie die tolle Beleuchtung und die Kamera und so, sondern der quatscht einfach da den Dialog, wo er den eingefangen hat. Kann dann auch sein, dass der da die Rampe hochguckt. Oder kann auch sein, dass der gerade irgendwie ein Busch zwischen war. Dann stehe ich hier, da ist der Busch, dahinter ist der NPC und dann redet der immer durch den Busch und dann sagen alle, mein Gott, ja, was haben die sich denn dabei gedacht? Ja, das ist halt Freiheit, ja. Das ist die Freiheit, dass man dem Spieler erlaubt, überall jemand anders anklicken zu dürfen. Oder man sagt, nee, ich erlaube das nicht. Ich stage das. Ich sage dem, du kannst diesen Dialog aber nur da und da führen oder nur auf die und die Weise oder so weiter. Und dann hast du natürlich auch ganz andere Arbeiten damit verbunden. Dann sehen Dialoge halt völlig anders aus. Oder werden nicht so oft erlaubt. Und so weiter und so fort. Also diese Entscheidungen kann man quasi als Entwickler treffen und sagen, ich erlaube halt dem Spiel die Freiheit, dass du das alles machen kannst, dass du dich überall hochkronkeln kannst, wenn du willst. Oder ich sag, nö, wir machen das so deterministisch, wir machen es gestaged, wir machen es nur in der Waschwanne und dann kannst du halt nicht den Berg hoch, dann sieht der Popo nicht so doof aus, aber dafür kannst du dich auch nicht mehr frei bewegen. Und diese Entscheidungen, die muss man halt fällen, wenn man so eine Art Spiel macht, wie viel will man da erlauben. Und je mehr du erlaubst, je mehr Freiheiten man hat, desto eher kommen auch Situationen zustande, die vielleicht dann mal doof aussehen, cringe sind oder vielleicht nicht ganz so plausibel daherkommen, aber auf der anderen Seite bieten sie halt größtmögliche Freiheit. Und das kriegt man auch am Ende dann gar nicht mehr komplett eingefangen. Ne? Das ist so viel, was man da theoretisch bedenken müsste. Wahnsinn. Ja. Ist es da nicht besser, ein lineares Spiel zu machen? Ja, unter dem Gesichtspunkt bestimmt. Auf der anderen Seite, den Spieler die Freiheit zu lassen, macht das Spiel ja auch wiederspielwertmäßig interessanter. Ne? Und dann ist halt immer schwierig so, ne, zu gucken, was ist denn super. Wir haben ein Beispiel, Last of Us, ne, ist, du hast manchmal Hubs, wo du rumläufst und exploren kannst, ja, aber du hast meistens auch so Nadelöhre, durch die du durch musst, ne. Das heißt, das ist eigentlich, du spielst erst das und dann spielst du das und dann spielst du das und so. Es ist linear und in der Linearität auch frei. Also beides so ein bisschen. Mhm. Ja, das nennen wir dann Open Schlauch. Ne? Das heißt, es ist ein Schlauch, wo man halt so Öffner und so Hubs hat. Ja. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Das ist nämlich auch wieder so ein Punkt. Also wenn man so eine Art Spiel macht und das so macht wie die Leute von Last of Us, ja, dann weißt du genau, wann
der wo durchläuft und warum. Wie stark der ist und welche Waffen der hat und ja. Wunderschöne, cineastisch gebaute Cutscenes da rein, mit tollen Dialogen und so. Und die sind absolut festgelegt. Da gibt's keinerlei Freiheit innerhalb dessen, aber dafür sieht es wirklich fantastisch aus und ist total toll inszeniert, intelligent geschriebene Dialoge, also ein wunderschönes, tolles Spiel und darum auch so heiß begehrt, ja. Und dagegen halten wir immer gerne Days Gone, weil paradoxerweise dann die Leute, die das spielen, erwarten, warum sieht denn das jetzt nicht genauso toll aus wie Last of Us? Das ist doch ein ähnliches Spiel. Aber das ist es halt eben nicht. Nee. Es ist ein völlig anderes Spiel. Das ist Open World. Ja, und darum macht es komplett andere Sachen. Ist sehr viel buganfälliger und bietet an anderen Stellen viel mehr Freiheiten. Ist bei weitem nicht so cineastisch gemacht. Und es ist einfach ein anderes Spiel. Es hatte sehr viel Bugs, als es rauskam. Und dafür hat es auch sehr viel Haue bekommen. Eben genau aus diesem Grund. Mhm. Ja, war es so buganfällig. Das ist halt schwieriger zu bauen, so ein Ding. Ja, hat mir in der Seele wehgetan. Ja, mir auch. Also ich fand das immer noch eins der besten Spiele. Ja. Und jetzt kriegt es ja ein Remaster. Ja. Mal gucken, wie groß das Interesse ist. Ich vermute, wenn das Interesse groß genug ist, denken sie vielleicht nochmal über einen zweiten Teil nach. Also wenn ihr da Bock drauf hattet, zumindest mal sich da melden und irgendwie Interesse zeigen. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Weil könnt ihr mal gucken, wie gut der gelungen ist, der Remaster. Und dann give it a try oder so. Ne? Wir haben auch gedacht irgendwie, weil wir waren sehr traurig, dass sie dann sich entschieden hatten, den zweiten Teil nicht zu machen, weil wir haben das sehr genossen und sehr geliebt. Es gibt so richtig spannende Szenen innerhalb dieses Open-World-Szenarios und hoffen natürlich vielleicht, dass es doch dann auch mal irgendwann Hoffnung gibt. Aber gut. Wird sehr kontrovers diskutiert, ob das jetzt unbedingt ein Remaster braucht und bla und das andere sagt, ein altes Spiel soll viel besser aussehen jetzt als das, was die jetzt dann machen. Ach ja, also ich verstehe das alles, aber das ist auch ein bisschen so ein Herzensding. Ne? Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich finde das super. Ne? Und ich werde das garantiert auch nochmal spielen. Und es ist auch ein bisschen unfair, solche beiden Spiele dann miteinander zu vergleichen, weil es ist eben nicht das Gleiche. Auch wenn es ein ähnliches Szenario ist und augenscheinlich erstmal so anmutet, ist es das halt nicht. Ja, cool. Mhm. Ja, hast du eine Community-Frage? Ja, bestimmt. Ja. Genau. Und zwar, die Frage ist, in unserem Spiel Kralon wird es dort sowas wie ein Moralsystem geben oder eher Taten und deren Konsequenzen. Wie wichtig ist es für euch, Entscheidungen für den Spieler einzubauen? Es ist schwer. Es ist immer schwer, Entscheidungen einzubauen. Aber wir hatten immer so ein System, wo wir sehr frei Sachen auch entscheiden konnten und auch Entscheidungen eingebaut haben. Wir werden uns bemühen, so viel wie möglich davon auch einzubauen in unser Spiel. So wie es Sinn macht halt. So wie es Sinn macht. Ne? Konsequenzen, wenn es Sinn macht. Dieses Moralsystem werden wir auch haben, aber nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben. Dass davon sehr viel abhängt, wie du am Ende dann bewertet wirst oder so. Sondern es ist eher so, dass diese Entscheidungen, die du triffst, dann auch Konsequenzen haben. Das ist eher so. Und das mit dem Moralsystem hat was mit... haben wir jetzt umgebaut zu einem Feature, was wir planen, ist noch nicht ganz umgesetzt, was dir hilft oder was dir fehlt. Das ist der Mut, ne? Ja. Und entweder bist du mutig oder nicht und das hat diverse Konsequenzen. Das heißt, es wird sowas geben, aber wie es genau funktioniert, müssen wir noch schauen. Was wir gerne möchten, ist, dass es nicht egal ist. Ja? Also, dass es nicht egal ist, was man macht. Und darum versuchen wir es immer so, so elegant und immersiv wie möglich ins Spiel einzubauen, sodass die Spieler innerhalb von Dialogen zum Beispiel Entscheidungen treffen können, du kannst gemeinsam oder auch nicht, du kannst jemandem helfen oder auch nicht. Und später wird es auch Konsequenzen geben. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Und das ist das Schöne daran, wenn man das gar nicht einbaut ins Spiel, dann hat das zur Folge, dass die Spieler vielleicht das Gefühl haben, ist egal, ich kann ja anklicken, was ich will, passiert immer dasselbe. Und das wird aber so nicht sein. Also wir werden hochmoralisch sein. Das können wir euch versichern. Also muss man ein bisschen überlegen, was man macht und das Spiel auch so spielen, wie man vielleicht selber spielen würde. Und das in einer schönen, feinen, puristischen Form, sodass es hoffentlich dann
viel Spaß macht. Und auch klappt. Genau. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, ne, wenn ihr mögt. Peter Studio TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, Moral ist immer schwierig, aber es ist geil. Ne? Da kann man auch thematisch einbauen. Halt, Ja, ne? unbedingt.